Wir stehen hier vor dem imposanten Gebäude von der Firma Fanuc Switzerland GmbH. Ein weltweit tätiges japanisches Unternehmen, das Industrieroboter herstellt und vertreibt. Hier haben wir vor etwas mehr als 3,5 Jahren ein Aqua 4D-System eingebaut, das der Plattenwärmetäuscher und die Grundwasserpumpe soll vor Verschlammung schützen. Hat man 17 Monate später durch die Firma Perle AG, die gerade hier um die Ecke ihr Gebäude hat, die Plattenwärmetäuscher auseinandergenommen, demontiert und angeschaut, wie die Situation sich entwickelt hat. Es hat sehr viele staunende Gesichter gegeben, weil der Plattenwärmetäuscher komplett sauber war. Wir gehen jetzt rein und ich freue mich, mit ihm zusammen ein paar Fragen zu stellen und sind gespannt, was da dabei rauskommt. Herr Durmann, herzlichen Dank, dass wir hier zusammen kommen können. Wir sind das zweite Mal hier zusammen und reden über das Projekt Aqua 4D in der Zentrale im Bereich des Plattenwärmetäuscher. Ihr seid damals am 1. November ebenfalls da gewesen, wo die staunenden Gesichter waren. Nach 17 Monaten hat man ja den Plattenwärmetäuscher aufgemacht. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich kann mich eigentlich sehr gut daran erinnern. Es ist, beim Einbau war es eigentlich sehr eine spannende Geschichte, weil ich selber nicht ganz sicher war, holt das hin oder holt das nicht hin. Und eigentlich haben wir dann damit gerechnet, wenn man schon den Wärmetauscher wegnimmt, dann tun wir den neuen wieder rein, also respektive der geputzt war und auf Reserve gestanden ist. Und die Überraschung war dort eigentlich, dass der eingebaut war, mit dem Aqua 4D-System sauberer war als der, den wir eigentlich ersetzen wollten. Wie hat es uns gesehen vor dem Einbau des Aqua 4D? Was hat die Anlage für Probleme dargestellt? Ihr habt schon kurz gesagt, ihr habt einen zweiten Plattenwärmetäuscher haben. Also es ist ja so, ihr müsst euch vorstellen, im Winter brauchen wir 300 Liter pro Minute, wo wir das System durchjagen, wo wir vom Grundwasser aufziehen. Und im Sommer sind es 600 Liter pro Minute. Wir haben alle 2 Wochen den Filter wechseln, wo die Bakterien oder der Schlamm angesammelt hat. Sie müssen sich vorstellen, das ist nicht in 5 Minuten gemacht. Das haben wir intern gemacht, also da haben wir eine interne Lösung gehabt. Und das heisst, der Lagerist oder wer auch immer, oder je nachdem ich, hat alle 2 Wochen die 12 Schrauben lösen, Druck haben, die Reklamationen intern. Es ist kalt, es ist warm, es ist kalt, je nach Jahreszeit. Es ist extrem mühsam gewesen, wirklich extrem mühsam und eine Arbeit. Und der Plattenwärmetäuscher selber, glaube ich, alle 3 Monate hat man den demontieren, so plus minus. Also ganz am Anfang war es einmal im Jahr gewesen, und dann ist es auf 6 Monate runter, 3 Monate runter und sozusagen fast auf 2 Monate runter. Und das ist noch ein zusätzlicher Stressfaktor gewesen, sage ich jetzt. Habt ihr euch andere Lösungen als jetzt das Aqua 4D vorher probiert, um das Problem von der Verschlammung, also das ganze System verschlammt durch die Eisenbakterien, hat man da chemische Lösungen oder eine andere Lösung schon gehabt, oder wie hat das ausgesehen? Also wir haben eigentlich vorher mehr oder weniger fast ein bisschen alles probiert und am Schluss, also das Problem war eigentlich nicht nur intern gewesen, dass die Anlage verstopft ist, sondern das Wasser pumpen wir ja rauf und dann muss es wieder runter. Das ist auch nicht mehr versickert. Das heisst, wir mussten Sickerlöcher machen, separate. Den wieder ausheben, Spezialentsorgung und. Das ganze Programm eigentlich, das kommt auch noch dazu. Also ihr habt seit dem Einbau bis jetzt den Plattenwärmetäuscher nie mehr demontieren und putzen? Nie mehr, effektiv nie mehr. Und das sind da reden wir von einigen Kosten, die auf einem zukommen. Gerade Kosten, ihr habt Stichwort gesagt, Kosten. Kann ihr uns ungefähr sagen, was hat das System, es hat ja Geld gekostet, das einzubauen, respektive das System selber, hat das schon das Return of Investment, hat das schon berechnen? Ist das bereits eingeholt worden mit dem ganzen Umfang, den er vorher und den Kosten des Geräts? Also das ist garantiert schon eingeholt. Das haben wir, glaube ich, schon vor 2 Jahren ausgerechnet. Mittlerweile habe ich es vergessen. Wir sind, glaube ich, vor 2 Jahren. Aber es stimmt mir gleich. Also ihr habt weder
der Rückgabeschacht, noch der Entnahmeschacht, noch die Pumpen, noch der Wärmetäuscher jemals reinigen seitdem? Ich könnte gerne nachher hinten raus schauen, es wachsen wieder Pflanzen drauf. Dort, wo der Ausschacht war, wo wir noch 15 Meter noch ausheben mussten. Es wachsen effektiv heute wieder Pflanzen drauf. Blumen, Pflanzen, das ganze Programm. Von China, Schilf bis alles Mögliche. Es sieht sogar schön aus. Also sogar der Boden hat sich regeneriert, sage ich jetzt. Abschließend vielleicht eine persönliche Meinung zum Aqua 4D generell. Wie gesagt, ich empfehle es sogar privat eigentlich weiterempfehlen. Wenn man sagt, okay, oder je nachdem sogar bei einem Neubau, Kollegen, die ich habe, oder Partner, die ich habe, wenn ich je nachdem am Telefon oder so sage, ich brauche Aqua 4D anstatt auf verbotene Mittel mit Chlor und so weiter zurück probieren zu greifen. Ja, es ist, ich finde es eine extrem gute Sache.